Es war einmal eine Eisprinzessin. Sie lebte tief verborgen in einem dichten Wald. Auch heute schlich sie sich wieder heimlich an den Wachen vorbei, um die Stille der Natur zu genießen. Die Prinzessin liebte es, Tierspuren im Schnee zu lesen und ihren Wegen durch den verschneiten Wald zu folgen. Überrascht entdeckte sie einen Abdruck im tiefen Schnee, den sie noch nie zuvor gesehen hatte. Ihre Mutter erzählte ihr vor vielen Jahren, dass es einst Schneeleoparden in den dichten Wäldern gab. Aber nie hatte jemand diese je zu Gesicht bekommen. Aufgeregt folgte sie den großen Tatzen im Schnee. Ihr zierlicher Fuß passte beinahe in den Abdruck. So lief sie immer weiter und weiter in den Wald hinein und stellte sich vor, eines dieser wunderschönen Tiere zu sein. Wie eine Katze schlich sie vorsichtig von einem Abdruck zum nächsten. Doch plötzlich endete die Spur an einer Lichtung. Der Wind hatte hier wohl den Schnee verweht? Sie blickte sich fragend um. Wo wäre ich als Schneeleopard von hier weitergezogen? Dabei entdeckte sie mitten auf der großen Lichtung einen riesigen Schneehaufen. »Ein Iglu«, rief sie entzückt. Als Kind hatte sie es geliebt, eigene Schneehöhlen zu bauen. Manchmal versteckte sie sich stundenlang und genoss dort die Stille und Geborgenheit. Die Dämmerung setzte schon ein und es fing an zu schneien. Eigentlich hätte sie umkehren müssen, damit sie es vor der Dunkelheit wieder nach Hause schafft. Doch ihre Neugierde war einfach zu groß. Langsam näherte sie sich dem kleinen gewölbten Eingang des Iglus. Ein Licht flackerte ihr entgegen. Die Schneeflocken wurden immer dichter. »Ist da jemand?« fragte sie vorsichtig, doch niemand antwortete. So nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und kroch auf allen Vieren durch den Eingang. Das Iglu wirkte von innen noch viel größer. Jemand hatte ein kleines Feuer in der Mitte gemacht, das immer wieder kurz aufloderte. Am hinteren Ende war ein Thron aus Schnee geformt, wie für sie geschaffen. Sie setzte sich in ihrem weißen Kleid darauf, lehnte sich zurück und folgte den Schattenspielen der Flammen in der Schneekuppel. Heute schaffe ich es sicherlich nicht mehr nach Hause, dachte sie. Der Schneefall wird immer dichter. Plötzlich erschien ein großer Schatten im Eingang der Schneehöhle. Es war Robin, der Bär. »Robin«, sagte sie erfreut, »lange haben wir uns nicht gesehen. Wohnst du etwa hier?« »Nein, nein«, meinte Robin. »Ich schaue hier nur manchmal vorbei, wenn ich wieder nicht winterschlafen kann und lausche den Geschichten der Tiere.« »Der Tiere?«, fragte die Eisprinzessin neugierig. »Ja, immer wenn ein Schneesturm aufzieht, treffen sich die Tiere hier. Fred, der Fuchs, macht sogar manchmal ein Feuer und ich kann meine gefrorenen Tatzen aufwärmen«, brummelte Robin begeistert. »Habe ich meinen Namen gehört?«, hallte es von draußen. Fred, der Fuchs, kam durch den Eingang mit mehreren trockenen Stücken Holz im Mund. »Schön, dich zu sehen, Eisprinzessin«, sagte er, huschte leichtfüßig hinein
und legte das Holz auf die Glut. »Wie hast du hierher gefunden?« Das Feuer entflammte wieder und füllte den Raum mit einem wundervoll flackernden Licht. Die Prinzessin beobachtete noch immer die tanzenden Schatten der 3 an den Eiswänden und lachte. »Ich bin neuen Spuren gefolgt und habe vollkommen die Zeit vergessen.« »Bleib bei uns heute Nacht«, schlug Fred vor. »Tara, die Schneeleopardin, kommt heute auch wieder vorbei.« »Eine Schneeleopardin?« fragte die Eisprinzessin. Ihre Augen wurden so groß, dass sich die Funken des Feuers in ihnen spiegelten. »Ja, sie ist mit ihren Jungen letzten Monat in den Oberwald gezogen«, sagte Robin stolz. So gesellten sich immer mehr Tiere um das Feuer. Auch Tara, die Schneeleopardin, ließ nicht lange auf sich warten und hatte sogar ihre 2 tollpatschigen Jungen dabei. Selbst das Eichhörnchen brachte seine leckeren Kastanien aus dem Wintervorrat. Er wärmte sie in der heißen Glut und verteilte diese eifrig unter den versammelten Waldbewohnern. Draußen fegte ein heftiger Schneesturm und alle rutschten immer weiter zusammen um die warme Glut. Jeder hatte etwas zu berichten und die Eisprinzessin spitzte ihre Ohren. So verflog die Zeit in lustiger Geselligkeit, während draußen über der Schneekuppel wieder eine eisige Winternacht verstrich. Wenn du eines Tages ein Iglu mitten auf einer Lichtung siehst, dann bring etwas trockenes Holz mit. Und mit etwas Glück kannst du den Geschichten der Tiere lauschen.